Wenn du dir überlegst, eine neue Handkreissäge zu kaufen, bist du hier genau richtig. Aber die Frage ist, welche ist die richtige? Und die Frage könnte ich nicht mal beantworten. Und deswegen haben wir den Ralf hier. Das ist der Ralf von Dewald. Ich bin der Sebastian und das schauen wir uns heute mal an. Ralf, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, weil du musst mir das hier erklären. Denn also gerade beim Thema Handkreissägen bin ich nicht der Profi. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Handkreissägen quasi, wenn man das jetzt so im Rahmen so mit betrachtet. Und ich kenne mich mit Tauchsägen aus, aber Handkreissägen, du musst mir jetzt wirklich mal erklären, warum zum Teufel braucht ihr so viele Handkreissägen? Okay, das ist eine gute und berechtigte Frage. Und zuallererst fange ich immer gerne mit dir an, dir zu erklären, eine Handkreissäge ist eine Säge, die du in die Hand nimmst. Also du gehst mit diesem Gerät zum Holz und nicht das Holz kommt zu dir. Also eine Stationärsäge, Kapp- und Gärungssäge, die würde irgendwo stehen, da gehst du mit dem Holz hin. Und jetzt ist es so, das Holz ist irgendwo und du gehst mit der Säge zum Holz. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, das ist aber so. Das stimmt, ja, mit der Säge gehst du zum Holz. Das ist ja hier verrückt. Also ich habe heute wirklich was gelernt. Also der Gedankengang, der ist interessant. Okay, also aber mir geht es heute wirklich darum, ich möchte wissen, für welche Handkreissäge ist für wen. Das ist für euch natürlich interessant. Wie unterscheiden die sich überhaupt und was ist der richtige Akku? Denn wir haben heute Handkreissägen mit 18 Volt und 54 Volt da. Ja? Und da müssen wir wirklich gucken, was passt denn für wen. Weil auch wenn ich mich jetzt an eure Webseite ranhänge und sage, ich will jetzt eine Handkreissäge, würde ich sagen, da guckt lieber ein Video von Gotools an. Und deswegen sind wir heute da. Ja, dafür bin ich heute da. Diese Handkreissägen haben alles gemeinsam. Sie haben immer einen Handgriff, weil, wie gesagt, Handkreissäge, du läufst dahin. Sie haben einen zweiten Handgriff, damit du mit beiden Händen diese Maschine festhältst. Sie haben immer ein Sägeblatt, unterschiedlich groß. Sie haben immer einen Schnittschutz, damit du dich nicht verletzt. Sie haben immer einen sogenannten Sägeschuh. Ja. Das ist die Auflage, wo du auf das Material die Maschine platzierst. Ja, und dann hast du noch diverse andere Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel eine Absaugung. Klar, beim Schneiden werden immer irgendwelche Stäube und Späne erzeugt. Das soll abgesaugt werden. Du hast in dem Fall jetzt eine Akkuaufnahme, die bei allen Geräten auch vorhanden ist. Manche Geräte haben einen Haken, damit ich das Ganze irgendwo hinhängen kann. Und noch ein Sicherheitsschalter, also ich kann bei allen Geräten nicht einfach nur das hier vom Schalter her anmachen, sondern ich muss bei allen Geräten immer einen zweiten Schalter, einen sogenannten Sicherheitsschalter nehmen, den runterdrücken und dann kann ich loslegen. Was gibt es noch wichtig? Bei allen von diesen Sägen kann man die Tiefe einstellen, damit du gewisse Schnitttiefen hast und du kannst bei allen Geräten auch einen 45 Grad Gärungsschnitt einstellen, natürlich auch weniger. Aber alle Geräte haben halt gemeinsam, du kannst einen geraden Schnitt oder einen schrägen Schnitt machen. Aber wenn es danach geht, wäre das ja quasi dann meine Säge. Das wäre deine Säge, ganz genau. Okay, aber irgendwas kommt mir die ganze Zeit hier merkwürdig vor in der Säge. Weil wenn ich mir die angucke und die und die und die, vielleicht fällt es euch auf, irgendwie ist das Blatt auf der falschen Seite. Ja, das ist gefühlt eine Linkshändersäge. So könnte man sich das auch vorstellen. Warum das Ganze ist, kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht mal erklären, weil das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, wenn ich damit oben auf dem Dach stehe und dafür ist sie auch so ein bisschen gedacht, damit der Dachdecker, wenn er Dachlatten schneiden muss, wenn er andere Dinge schneiden muss, wenn er schöne, einfache, leichte Arbeiten erledigen muss, dass er mit diesen kleinen handlichen Säge super toll arbeiten kann, sehr randnah arbeiten kann. Aber ich habe keine Erklärung, warum es links ist. Ich habe einmal in den Kommentaren, oder mehrmals in den Kommentaren gelesen, dass jemand sagt, dann kann ich besser, wenn ich jetzt als Rechtshänder säge, kann ich besser schauen, auf meinen Schnitt schauen. Ja, aber ich habe in der Regel das Schnittgut hier und dann das, weiß ich nicht, irgendwie ist komisch. Ja, gebe ich dir recht. Okay, eine Frage, wenn du sagst, Haken haben wir ja an vielen Stellen, wo genau nutze ich den Haken? Sobald ich irgendwo einen Sparren oder Ähnliches habe, wo ich sage, okay, ich stehe auf einer Leiter, ich bin etwas höher und ich brauche noch ein anderes Gerät, möchte das nicht auf dem Boden ablegen, zum Beispiel, weil es feucht ist, dann hänge ich das irgendwo hin und habe halt den Schutz, es sitzt nicht im Dreck, wird nicht schmutzig und entsprechend komme ich schnell wieder ran. Wenn jemand sagt, das ist die richtige Säge, welcher Akku würde hier reingehören? Hier würde ich mit einem ganz normalen Standard 5 Ampere-Stunden Akku, also 18 Volt, zylindrisch arbeiten. Das ist eine klassische Dachlattensäge, eine klassische Säge, wo du einfache Arbeiten mitmachst. Da werden keine Massivholzbohlen mit bearbeitet, da wird kein Eichenholz oder was auch immer mit bearbeitet. Das ist Fichte, Tanne, Kiefer
Vielleicht mal eine Spanplatte, mal eine USB-Platte, aber auch nicht die dicken USB-Platten und auch nicht 2 oder 3 übereinander, sondern das ist wirklich so ein einfacher Einsatzbereich. Wie gesagt, Staubabsaugung. Was alle Sägen auch noch haben, ist eine sogenannte Break-Funktion. Also wenn du aus welchen Gründen auch immer mal verkantest, damit dir die Säge nicht aus dem Material herausschlägt, würde die Säge stoppen und würde nicht weiterarbeiten. Das haben aber alle Das haben alle Sägen, ganz genau. Steht nur einfach nochmal hier drauf, Break. Und da siehst du auch einen Pfeil, den findest du auch bei den Sägen immer wieder. Das sagt dir, so rum musst du das Sägeblatt hinterher aufsetzen, weil das Sägeblatt in eine bestimmte Richtung hin trennt. Und wenn ich es falsch rum einsetzen würde, dann würde es nicht funktionieren. Dann glüht es nur weg. Genau. Ist ja auch hier auf dem Sägeblatt drauf. Das heißt, hier sehen wir, da geht es lang. Hier sehen wir auch, so rum dreht sich das. Genau. Also so rum bitte aufsetzen. Ja, genau. Okay. Ich habe gerade gesagt, es gibt die beiden 5 Ampere-Stunden Akkus. Wir haben den Powerstack-Akku und wir haben den zylindrischen Zellenakku. Welcher ist besser? Funktionieren beide, je nachdem, was ich mache. Mit dem kann ich natürlich ein bisschen länger arbeiten aufgrund der Flachzellentechnologie. Mit dem aufgrund der zylindrischen Variante kann ich genauso gut arbeiten. Okay. Weil du die ganze Zeit sagst, zylindrisch. In der Regel, die meisten werden sagen, naja, aber in so einem Akku sind immer zylindrische Zellen drin. Bei euch ist es ja anders. Ihr habt ja hier Pouchzellen. Das heißt also so eine Art, ich sag mal so eine kleinen Kissen, die aufeinander liegen, ja, die Energie gespeichert haben. Da ist es eben nicht diese normalen runden Zellen, die ihr kennt. Ja. Kennt man auch ein kleines bisschen von den Telefonen. Klar. Da sind auch Flachzellen drin verarbeitet. Sind nicht identisch die gleichen, aber von der Technologie her versteht das jeder. Aber ich glaube, die wenigsten denken noch drüber nach, wie sieht denn der Akku in so einem Telefon aus? Weil das ist doch eigentlich nur noch so ein Stücke Metall oder Kunststoff, telefonieren, Freude. Klein, fein, einfach. Genau. So, und jetzt schauen wir mal einen Schritt weiter. Was ist jetzt der Unterschied zu der Säge, die wir vorher gesehen haben, und zu der hier? Ja? Also der erste Unterschied ist schon mal, dass du ein größeres Sägeblatt hast. Oh. Vorher hattest du ein sogenanntes 165 mm Sägeblatt, da hattest du eine bestimmte Schnitttiefe. Jetzt hast du ein 184 mm Sägeblatt und jetzt hast du eine etwas größere Schnitttiefe. Also hier kannst du bis ungefähr 5,5 cm von der Tiefe her schneiden. Okay. Und wiefern unterscheiden sich noch? Also ich sehe, an vielen Stellen ist es ein bisschen anders gearbeitet. Gerade jetzt zum Beispiel hier, das hier ist ein bisschen anders, aber vielleicht erklärst du mir ganz kurz, was da du ja jetzt ein bisschen ins robustere Holz gehst, also in stärkere, vielleicht auch schon mal Bohlen, fängst du natürlich auch schon mal an, mit einem stabileren Gerät zu arbeiten. Das heißt, der Handgriff ist ein bisschen stabiler. Ja, das merkt man. Der Knopf vorne, wo der zweite Handgriff sitzt, ist stabiler. Ich habe einen stabileren Schuh, weil ich halt jetzt schon mal größere Dinge schneide. Ich schneide auch schon mal USB-Platten, die dicker sind. Wenn ich hier eine 45 oder weniger Grad Schräge einstellen möchte, dann habe ich hier auch eine einfachere Bedienung. Ich kann die Tiefe einfacher bedienen. Was ich eben noch vergessen habe, ist, wenn wir in irgendeiner Art und Weise bei diesen Sägen mit einem Anschlag arbeiten möchte, dann haben wir hier auch eine Aufnahme für sogenannte Parallelanschläge, den werden wir gleich noch mal sehen. Das heißt, ich kann auch einen Parallelanschlag vorne noch mit einsetzen und habe dann die Möglichkeit, ein längeres Stück an Holz abzuschneiden, was immer die gleiche Breite hat. Hier geht es aber nicht um Millimeter, ein Zimmerer und ich bin gelernter Tischler, da geht es immer um Zentimeter. Holz arbeitet im Vergleich zu manch anderen Dingen und von daher gesehen kommt es nicht immer auf den letzten Millimeter dabei an. Also das sind wirklich Baustellensägen und hier bist du dann wieder schon in dem Bereich, wo es heißt, okay, ich kann robuster arbeiten, dickere Bohlen, dickeres Holz und gehe damit vor. Eine Empfehlung dafür, ich bin immer noch bei den 5 Ampere-Stunden Akkus. Jetzt auch mal einen hier. Ja. Aber ich kann natürlich, wenn ich längerfristig arbeiten möchte, auch einen 8 Ampere-Stunden Akku mit den sogenannten Tabless-Zellen nehmen. Und da habe ich natürlich noch mal ein bisschen mehr an Laufzeitverlängerung, die ich da rauskitzeln kann. Ich kann also länger arbeiten. Ja, ich meine, die Säge, es kommt in der Regel nicht so wirklich aufs Gewicht an. Da kann es auch ein bisschen ein größerer Akku sein. Ja. Kann man schon nutzen. Man merkt aber, oder man sieht zumindest an der Säge, weil du eben Präzision gesagt hast, das ist jetzt keine schlechte Säge, aber sie ist einfach nicht dafür ausgelegt, jetzt, weiß ich nicht, Küchenfronten zu sägen. Genau, oder dafür ist sie absolut nicht ausgelegt. Ja. Man sieht es auch hier unten, nicht Führungsschienen geeignet. Genau. Ja? Aber du hast vorhin gesagt, auch mal größeres USB. Was meinst du damit? Redest du da von, ich sag mal, 18 mm? Nö, es geht ja auch schon in den 20 mm Bereich rein, 25 mm und stärker. Da kommst du mit dieser Maschine ganz gut klar. Okay. Wir sind immer noch im 18 Volt Bereich. Ja. Jetzt gucken wir weiter. Die hier zum Beispiel,
man könnte schon fast sagen, dass die beiden identisch sind, vom Aussehen her. Der Unterschied ist aber, dass du bei dieser Säge hier halt einen Schuh hast, der geeignet für eine Führungsschiene ist. Das haben wir hier halt nicht. Hier bist du wirklich auf dich angewiesen und sagst, ich säge selber, ich gebe die Richtung vor. Ob das jetzt 100% gerade ist, können wir ja noch ein bisschen durch den Parallelanschlag beeinflussen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit wirklich zu sagen, an der Stelle, ja, ich setze hier unsere Führungsschiene mit ein und kann jetzt mit dieser Säge auch schon mal einen präziseren Schnitt machen, je nachdem, welches Sägeblatt ich natürlich auch aufsetze. Und habe dann die Möglichkeit, wirklich einen genauen, exakten, exakt auch nicht wieder Millimeter genau, aber einen sehr, sehr genauen Schnitt zu machen. Jetzt, wenn Ralf sagt, nicht exakt, werden sich viele wundern, warte mal, Führungsschiene, Säge drauf, wieso ist es nicht exakt? In dem Fall arbeiten wir ja fast ausschließlich immer noch mit einem Bauholz, wo wir die ganze Sache hier einsetzen. Und beim Bauholz habe ich ja gerade schon gesagt, du hast immer eine Feuchtigkeit, die in dem Holz mit vorhanden ist. Also selbst wenn ich genau schneide, werde ich ja nach Monaten der Trocknung des Holzes vielleicht 1 oder 2 Millimeter vom Holz weniger haben. Also das ist ein natürlicher Bestandteil des Holzes, dass es irgendwann austrocknet. Also exakt meine ich, sobald ich hier mit einem Konstruktionssägeblatt arbeite, was wirklich einen rauen Schnitt macht, dann habe ich natürlich nicht so einen exakten Schnitt, als wenn ich ein feingliedriges Blatt hier aufsetze, wo ich haargenau schneiden kann. Es gibt aber noch einen anderen Punkt an der Säge, der gegen einen exakten Schnitt spricht, nämlich ich habe keine Justierung an der Führungsschiene. Das heißt, ich kann die Säge jetzt nicht nochmal fein justieren, oder kann ich das? Das kannst du hier schon. Okay. Du hast hier oben schon nochmal die Möglichkeit, über solche Einstellräder das Ganze zu fixieren, und das kann man dann auf der Rückseite sehen, hier sieht man's. Weil da kommt das Ganze dann nämlich raus und damit kann ich schon sehr, sehr, sehr engmaschig die Führung auf der Schiene fixieren, und damit bin ich dann natürlich schon sehr genau. Dann kommt man aber einer Tauchsäge schon relativ nah. Ja. Der Nachteil ist, das hier einzutauchen mit diesem Splitterschutz, der hier unten ist, mit diesem Handschutz, der auch noch da ist, und der Möglichkeit, dass ich das von hinten einstelle. Ja, also ich muss ja, wenn ich jetzt wirklich einen Einschnitt machen würde, müsste ich ja das hochziehen, dann müsste ich rein. Das ist natürlich um Längen umständlicher und auch nicht so sicher, als wenn ich das mit einer Eintauchsäge mache. Genau, also ich hatte jetzt ein paar Mal auch bei mir den Hinweis, sag ich mal, oder den Vorwurf von Zuschauern, dass sie sagen, Sebastian, du verschweigst immer, dass man mit der Säge halt auch einen Tauchschnitt machen kann. Also wird ja auch mit der hier zum Beispiel gehen. Nee, das verschweige ich nicht, aber es ist wirklich unsicher. Es ist unsicher, absolut. Und deshalb haben diese Geräte ja auch diese, wie ich gerade gesagt habe, Brake-Funktion. Das heißt, wenn sowas passiert, dann hast du eine Verkantung, und bevor diese Säge dann rausspringt, muss sie stoppen. Also das ist eine reine Sicherheitsgeschichte. Aber ich schlage auch vor, wenn man wirklich immer vermehrt Eintauchschnitte macht, sollte man eine Eintauchsäge nehmen. Das hier ist eine typische Baustellensäge, die de facto nicht dafür da ist, dass du Eintauchschnitte dauerhaft machst. Jetzt sind wir aber so ein bisschen von der Säge zu der hier rüber gesprungen. Was können wir mit der hier denn mehr machen? Für wen ist das denn eher die Säge? Jemand, der präzise arbeitet, habe ich verstanden. Ja. Hat sie aber auch mehr Kraft? Ja, sie hat im Vergleich, also die beiden haben die gleiche Kraft. Okay. Im Vergleich zu der anderen, die wir gerade davor hatten, haben die beiden hier natürlich mehr Kraft. Sie haben mehr Umdrehung. Ich habe schon gesagt, du hast ein größeres Sägeblatt. Hier unterscheidet sich im Großen und Ganzen nur, ich kann es einmal auf der Schiene führen und einmal nicht auf der Schiene führen. So, mit Schiene habe ich natürlich 4 mm mehr Sägetiefe. Das heißt, wenn ich hier eine Schiene einsetze, dann muss ich mit der Schiene auf die gleiche Sägetiefe kommen, die ich hier habe. Ja. So, weil die hat ja keine Schiene, und ich habe gerade gesagt, irgendwo sind die beiden ja doch gleich. Also das heißt, die Tiefe hier ist genauso wie die Tiefe da mit Sägeschiene. Wenn ich die Sägeschiene jetzt wegnehmen würde, hätte ich im Unterschied zu der Maschine 4 mm tiefere Schnittmöglichkeit. Obwohl wir dasselbe Blatt haben. Wir haben ja hier 184er, da obwohl wir dann ein tieferes Blatt haben, ja. Okay. Also wir haben hier auf jeden Fall, sagen wir, das für mehr auf Präzision ausgelegte Gerät, und auch was ein Hauch tiefer schneiden kann. Ja. Das ist für mich eine gute Säge, die auch wirklich im Allround-Bereich einsetzbar ist. Genauso wie diese hier.
passen beide sehr gut. Ich sag mal so, die haben wir uns noch nicht angeschaut, aber wenn wir jetzt uns nur die hier anschauen, ist es so, häufig ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sägen, der Preisunterschied gar nicht so groß. Ja. Ja, sodass ich euch empfehlen würde, wenn ihr sagt, Mensch, so eine Art wäre schon das Richtige, nehmt die hier, weil ihr seid einfach flexibler. Ja. Wenn es mal genauer sein soll, könnt ihr die Führungsschiene nehmen. Ich persönlich, wenn ich mit einer Handkreissäge arbeite, nehme sehr häufig die Führungsschiene, einfach weil ich muss da nicht so viel drüber nachdenken. Ich möchte jetzt hier so, selbst wenn ich sage, so grob lang, alles klar, Schiene drauf, ab geht's, weil ich muss mir nichts anlegen, muss auch nicht gucken und so. Das ist einfach für mich angenehmer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, aber ich mache es immer. Du hast ja hier zum Beispiel, wir haben ja eine Werkbank mit einer Multiplex-Platte. Eine Multiplex-Platte wollen wir natürlich auch schön sauber genau schneiden. Da macht das schon Sinn, mit einer Führungsschiene zu arbeiten, auf jeden Fall. Und ja, weil ihr es bei mir nie seht, auch eine Multiplex-Platte kannst du mit einer Handkreissäge natürlich auch formatieren oder zurechtsägen. Genau. So, was ist das jetzt hier für eine Säge? Was ist an der jetzt nochmal anders? Ja, das ist jetzt die nächste Stufe. Genau. Reihenfolge mal einhalten. So, auch hier wird das Sägeblatt jetzt ein bisschen größer. Wir haben jetzt ein 190er Sägeblatt, bedeutet, ich habe nochmal ein paar Millimeter mehr Schnitttiefe. In dem Fall wären es jetzt 6,7 cm oder 67 mm, die ich an Schnitttiefe habe. Von der Umdrehungszahl her tun die sich alle nicht viel. Wir liegen immer so in dem Bereich von 5500 Umdrehungen. So, was hast du hier für Vorteile? Das ist so eine Säge, wenn du Holz hast, was zum Beispiel mit Nägeln bestückt ist, was man vorher nicht sieht. Man weiß ja nicht, Bauholz, was du da liegen hast, du musst was durchsägen. Da ist noch plötzlich irgendwas drin, eine Schraube oder was auch immer. Dann kannst du mit dieser Säge, mit dem entsprechenden Sägeblatt, auch da durchgehen, als wenn du durch Butter schneidest. Okay. Das ist also für den rauen Einsatz gedacht. Das ist für den rauen Einsatz gedacht, ganz genau. Auch für wieder kräftigere Holzbohlen, die wir nutzen können, für Kanthölzer, die wir schneiden möchten. Und auch natürlich für wieder stärkere USB-Platten. Also hier kann ich auch schon mal 4 USB-Platten übereinander packen. Okay. Also ich muss ja auf diese 6,7 cm achten. Aber wenn ich da mehrere USB-Platten übereinander packe und die einmal durchtrenne, brauche ich nicht jede einzeln nehmen, sondern setze dann diese hier ein und komme da wirklich geschmeidig durch. Aber wir sind jetzt immer noch bei 18 Volt. Absolut, ja. Welchen Akku würdest du denn empfehlen? Weil das ist ja schon so ein Grenzbereich, glaube ich. Ja, bei der hier, wenn wir über diese Anwendung reden, bin ich wirklich bei 8 Ampere-Stunden. Und ich bin, wenn du mich so fragst, bei unserem FlexVolt 9 Ampere-Stunden Akku, weil der gibt dir nochmal so eine richtige Möglichkeit rauszukitzeln, was die Maschine kann. Also der Motor ist da wirklich... Ja, wie soll ich sagen, es ist wie ein Chip-Tuning beim Auto. Ja, aufgrund dessen, dass dieser Akku nochmal 5 Zellen mehr hat, kann diese Maschine diese 5 Zellen nochmal nutzen, um so einen kleinen Kick herauszuholen. Das kann man teilweise sogar schon hören. Ja. Und du kriegst einfach einen größeren Kick und hast eine bessere Schnitttiefe, ein Schnitterlebnis. Es ist wirklich einfacher. Es gleitet besser durchs Material. Genau. Es gibt einige Geräte, die davon profitieren, ihr müsst es nicht damit betreiben. Nein, überhaupt nicht. Nein. Also das ist nicht, dass ihr denkt, ja, da muss ich jetzt auch noch einen 54-Volt-Akku kaufen, habe ich eigentlich jetzt gar nicht. Müsst ihr nicht. Nur solltet ihr vor der Wahl stehen, zum Beispiel, ob ich mal einen 18 Volt 8 Ampere kaufe oder selbst wenn du nur 18 Volt Geräte hast, macht es vielleicht Sinn, eher vielleicht den hier zu nehmen, weil es gibt schon einige Geräte, die davon profitieren. Ja. Selbst Akkuschrauber, der ganz große zum Beispiel, profitiert davon oder. Ja, du kannst natürlich auch einen ganz normalen zylindrischen 5 Ampere-Stunden Akku nehmen. Du kannst auch den PowerStack 5 Ampere Akku dafür nehmen. Das funktioniert natürlich genauso. Du kannst halt nur nicht so lange arbeiten. Also hier bei den Rundzellen ist halt wirklich die Dauer der Anwendung dann entscheidend, aufgrund der zylindrischen Zellenform, während du bei den Flachzellen einfach die Energie besser nutzen kannst, ein bisschen länger arbeiten kannst. Die Tankinhaltsfüllung, also wenn ich mit 8 Ampere oder in dem Fall mit 9 Ampere-Stunden arbeite, ich habe halt einen höheren Tankinhalt und kann länger arbeiten. Eine kleine, ich will die gar nicht Richtigstellung sagen, aber wenn du sagst, mit Nägeln, auch mal, wenn Nägel sind aber trotzdem durch, das liegt vor allem natürlich am Blatt. Also ihr braucht das passende Blatt für diese Anwendung. Ja. Wenn ihr einfach irgendein Blatt nehmt, dann habt ihr damit maximal einmal Spaß. Ja, genau. Das kann auch gut sein, dass dann vorne so ein Zahn abbricht oder die Bestückung von einem Zahn dann abbricht. Und dann habe ich hinterher keine 25 oder 24 Zelle mehr, sondern nur noch 22, weil halt dann sieht das Schnittergebnis natürlich noch schlechter aus. Ja,
Also auf das Thema Blatt gehen wir gleich nochmal ein. Jetzt ist die Frage, wenn du jetzt noch mehr Wumms haben willst, gehen wir jetzt eins weiter Richtung 54 Volt, richtig? Absolut. Wir erhöhen ja jetzt die PS-Zahl. Das heißt, ich komme von 18 PS und gehe jetzt auf 54 PS. Also 54 Volt. Wir haben jetzt hier die DC 579 und die 578. Ja. Und der Unterschied ist ähnlich wie das, was wir gerade bei der anderen hatten, der Sägeschuh. Du hast nämlich einmal den Sägeschuh glatt. Das heißt, du entscheidest, wie du schneidest, wo du schneidest, was du schneidest. Und du hast die Möglichkeit, dich für einen Führungsschienen-Sägeschuh zu entscheiden. Natürlich kannst du immer noch frei sagen, ich will das selber machen, aber du hast jetzt wieder die Möglichkeit, mit einer Führungsschiene exakte Schnitte zu machen. Das heißt, hier ist für euch, das heißt also die Komplexität, wir nehmen das immer weiter raus. Ergo, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist im Grunde dasselbe Gerät, nur mit Führungsschiene, ohne Führungsschiene. Ja. Hier haben wir es ja auch schon einmal gehabt. Ja. Es wird für euch langsam immer leichter, sich auch für ein Gerät zu entscheiden. Ja. Wichtig ist jetzt aber, habe ich so verstanden, hier ist 54 Volt Pflicht. Ja, hier kommen wir mit 18 Volt nicht weiter. Das heißt, Power Stack, whatever, funktioniert nicht. Ja, ja. Das heißt, du musst keine Chance. Mit einem 54 Volt Akku arbeiten. Und jetzt geht es auch nicht mehr um, wir können irgendwo noch mal ein paar PS rauskitzeln oder wir können noch mal ein Computer-Chip-Tuning hinbekommen. Nee, das gibt's nicht. Hier geht es jetzt nur noch um Tankinhalt. Also wenn ich einen 6 Ampere-Stunden Akku habe, 54 Volt, dann mache ich 300 Schnitte. Mit einem 9 Ampere mache ich dann 400 Schnitte und mit dem 12 Ampere mache ich dann 500 Schnitte. Die Schnittangaben sind jetzt nicht genau. Nur welche Dicke und genau, so weiter. Es kommt immer darauf an, welche Stärke du schneidest, mit welchem Sägeblatt du schneidest, Absolut. Da kommt es auch immer drauf an. Von daher gesehen, all das sind so Beeinflussungsfaktoren. Aber hier geht es darum, ich habe 54 PS. Der Akku sagt mir jetzt nur noch, wie lang kann ich arbeiten. Ich habe ein 190er Blatt. Wir sind wieder bei den 6,7 cm von der Tiefe her, die ich so schneiden kann. Und ja, sollte auf jeder Baustelle, wo robust gearbeitet wird, genutzt werden. Der Vorteil ist, wenn ich mit diesem Flexvolt-Akku arbeite, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das noch in andere Geräte zu setzen, die ja ebenfalls auf dieser Baustelle vielleicht notwendig sind, wie ein Trennjäger, ein DCS 691, den wir haben. Da kann man das gut mit einsetzen. Oder, weiß ich nicht, ich brauche noch einen Winkelschleifer, 54 Volt, weil ich Metall durchschneiden muss. Da ist sowas natürlich dann bombig. Oder ein 18 Volt Akkuschrauber. Oder ein 18 Volt Akkuschrauber, ja. Das funktioniert auch. Genau, also das versuche ich immer wieder nochmal zu erwähnen. Denkt dran, der 54 Volt geht eben auch in die 18 Volt Geräte. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ich habe jetzt einfach nur ein stärkeres Gerät. Ja. Ja, das ist eigentlich das Hauptsächliche, was wir haben. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, ich will die härtesten Anwendungen, ich möchte jetzt wirklich fieses OSB, immer dick, immer wieder durch. Feuchtes Holz. Alles Mögliche. Alles Mögliche. Auch hartes Holz. Hartes Holz. Dann ist das die richtige Säge. Dann ist das die richtige Säge. Okay, mit dem richtigen Blatt, ordentlicher Akku und dann geht es auch voran. Ja. Sodass du halt überlegen musst, was brauche ich denn eigentlich als Endanwender? Ja? Also habe ich eher weiches Holz, eher auch dünner, dann muss es gar kein 54 Volt Gerät sein. Ja. Es schadet aber auch nicht. Ja. Ja? Weil viele sagen immer, ja, haben es besser als brauchen. Ja. Ja? Und wenn es immer mehr wird, immer mehr, und wenn du sehr häufig sehr dicke Materialien hast oder dass du sagst, aus Geschwindigkeit stapel ich meinen OSB und möchte wirklich das immer und immer wieder machen, dann wird es wahrscheinlich eher der sein. Ja, also gutes Beispiel, wir hatten ja bei der ersten Säge eben Dachdecker, Dachlatten und ähnliches. Dafür nutzt du diese Säge nicht. Dafür ist die viel zu überperformt und auch zu schwer. Das heißt, wenn du irgendwo auf dem Dach läufst und dieses Gerät dann bei dir hast, mit einem dicken Akku noch dabei, das ist die falsche Anwendung mit dem falschen Gerät. Ganz klar. Also du müsstest schon, am Anfang hatten wir die schöne kleine, die ist ja wirklich dafür gedacht, ja, da bin ich irgendwo, wo ich auf Gewicht achten muss, weil ich mich vielleicht auch bewege und anders bewege, in einer Schrägen bewege. Da glaube ich, ist das hier nicht die richtige Säge. Da bist du auch, wie ich gesagt habe, in der Überperforming, weil eine Dachlatte damit zu schneiden, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Darum wirklich überlegen, welche Anwendung, was habe ich vor, wo bin ich dauerhaft. Wir haben über Schalungen schon mal gesprochen. Wir haben ja einen sogenannten Duplex-Nagler, also einen Zweikopfnagler bei Schalung. Da bin ich eigentlich auch bei diesen Geräten hier sinnvoll aufgehoben, weil ich ja auch Schalungsmaterial, was nicht einfaches Holz ist, durchschneide, was auch noch mal genau geschnitten werden muss, was ein bisschen schöner geschnitten werden muss. Da bist du mit dieser Säge auf dem richtigen Weg. So, um das Ganze jetzt mal nach oben mal abzuschließen, und wie gesagt, das beides hier dieselbe Säge, nur eben hier ein anderer Schuh oder andere
du sagst immer Schuh. Ich sage immer Schuh dazu. Ja, ich sage mal Fuß. Ich weiß gar nicht, was richtig ist. Tisch gibt es auch. Es gibt auch genau, den Tisch gibt es auch noch. Ja. Also ihr wisst, was gemeint ist. Kommen wir zur letzten Säge, die eigentlich jetzt gar nicht so richtig hier reinpasst. Das ist unsere Tauchsäge, der Vollständigkeit halber, aber nochmal mit dabei. Wann nutze ich aus deiner Sicht eher diese Säge? Ja, das ist eine gute, berechtigte Frage. Ich habe diese Säge in meinem Leben schon sehr oft benutzt, aber nicht wirklich auf der Baustelle und auch nicht wirklich um rohe, ich sag jetzt mal, also die nutze ich, um präzise Schnitte zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Küchenbau bin und eine Arbeitsplatte habe und ich muss einen Herd mit einlassen oder ich muss einen Spüleneinsatz mit einlassen, dann kann ich das natürlich schon in der Werkstatt machen, na klar, aber manchmal ergibt es sich auch, dass ich vor Ort doch nochmal einen Schnitt machen muss, der sehr präzise und genau ist, oder ich muss wirklich vor Ort eintauchen, das heißt, ich muss oben aufsetzen und kann nicht von Anfang an irgendwo durchgehen, und dann habe ich die Möglichkeit, diese Säge so präzise wie möglich einzusetzen. Ich kann die Schnitttiefe gut bestimmen, ich kann gut ansetzen, ich sehe, wo ich eintauche. Die Schnitttiefe? Schnitttiefe ist da, genau. Auf der anderen Seite sehe ich, wo ich eintauche, weil ich habe hier immer ein Zeichen Anfang und Ende. Genau. Wenn ich also wirklich auf maximal Tiefe gehe, dann sehe ich, da komme ich rein, und auf der anderen Seite komme ich wieder raus, sodass ich mich auch gut dem Ende antasten kann. Das ist wirklich für präzise, gute Schnitte gedacht. Wobei man jetzt aber sagen muss, sie könnte aber auch recht robust sägen, wie andere Sägen auch. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt schlechter sägt. Nee. Sie ist einfach nur nicht dafür gedacht. Sie ist einfach von der Idee her für etwas zum Eintauchen gedacht. Ich kann natürlich, wenn wir mal, ab und zu kann es schon mal vorkommen, dass du bei dir zu Hause einen neuen Teppich oder irgendwas anderes bekommst. Du hast eine Holztür. Ich dachte, Teppichsägen. Nee. Und du hast eine Holztür, und diese Holztür muss ein Stück nach oben geliftet werden, weil es sonst nicht mehr abschließt unten. Und deine Türfitschen, die an der Seite sind, um deine Tür, wo du sie einhängst, zu halten, da passen keine Ringe mehr drunter. Das heißt, du musst die Tür noch mal präzise unten um 2-3 Millimeter kürzen. Das könnte man mit einem Hobel machen, mit einem Akkuhobel, aber genauer würde es hiermit auch gehen. Ja. Dann lege ich einmal die Schiene an, kann wirklich exakt diese 3 mm abschneiden mit einem feinen Sägeblatt. Für solche Arbeiten ist so eine Maschine natürlich auch optimal. Bei der Säge, ganz wichtig, wir haben hier ein 54 Volt Gerät, das heißt hier 54 Volt Akku rein. Und was eher ungewöhnlich ist die Art und Weise, wie sie das tut. Denn wir haben hier eine relativ parallele Bewegung. Ja, normalerweise haben wir eigentlich so eine kippende Bewegung. Ja. Und hier ist es so, dass es so eintaucht. Das ist im ersten Moment ungewohnt. Aber es ist auch wirklich nur Gewohnheitssache. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Also ich habe vorher auch die anderen Maschinen kennengelernt. Ich habe in meinem Berufsleben also auch ich tauche von oben ein. Das habe ich einmal gemacht, habe gesagt, aber beim zweiten Mal habe ich das relativ einfach, und es macht auch Spaß, damit zu arbeiten, weil es halt wirklich eine andere Möglichkeit ist, absolut, damit zu werkeln. Ja. Genaue Vorstellung brauchen wir sie nicht. Die Säge habe ich, glaube ich, in 21.000 Videos schon gehabt. Das sparen wir uns heute mal. Wir gehen aber noch auf ein anderes Thema ein. Ich denke mal, spätestens jetzt weiß jeder von euch, welche Handkreissäge die richtige für ihn ist, oder ob es doch die Tauchsäge ist. Wenn du das nicht weißt, schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Was wir aber noch haben, ist das Thema Sägeblätter. Wir haben hier verschiedenste Blätter. Da würde ich gerne mal kurz drauf eingehen. Was gibt es denn alles? Weil ich glaube, viele sagen so, naja, da ist eins dabei. Also wie wir ja schon gesagt haben, du fängst irgendwo robust an. Und wenn ich einen robusten Schnitt machen möchte, wo es nicht um Präzision oder Ähnliches geht, dann nehme ich eigentlich ein Blatt, was bei uns Konstruktion heißt. Das heißt, es ist für Konstruktionsholz. Steht hier auch drauf. Steht ja auch noch drauf. Meistens stehen auf unseren Sägeblättern immer die Angaben, wie groß das Sägeblatt ist, welche Lochbohrungen du hast, damit du auch noch mal weißt, geht auch nur auf diese Maschine. Und was auch immer draufsteht, sind natürlich die Zähne, die Anzahl der Zähne. Weil die Anzahl der Zähne gibt mir an, ob ich in Längs- oder in Querholz schneiden kann und ob ich grob oder schön schneide. Grob bedeutet, ich kann natürlich mit mehr Geschwindigkeit durchgehen. Fein bedeutet, ich gehe mit ein bisschen weniger Geschwindigkeit durch. Warum? Weil ich viel mehr Zähne aneinander habe und der Schnitt wird dann einfach viel sauberer. Das hier eher so ein Universalblatt, würde ich sagen. Das ist ein Universalblatt, ganz genau. Der nächste Schritt wäre dann halt, dass wir vom Universalblatt in unsere sogenannte Extremserie gehen. Wenn man es im Englischen sagt, sagt man Extreme. Das würden die Amerikaner wieder lieben. Deshalb steht das dicke X auch da vorne. Okay. Ich nenne das Ganze ein Extremsägeblatt.
Hier kann man schon mal erkennen, so ein paar Dinge ändern sich schon. Die Zähne sind anders, die Zähne sind feiner. Du hast plötzlich aber auch solche kleinen, ich sage bewusst Schlitze mit dabei, weil das Ganze ist dafür da, die Sägeblätter sind relativ dünn. Ja, man sieht das. Bei akkubetriebenen Geräten sind die Sägeblätter irgendwo zwischen 1 und 2 Millimeter dünn. Ja. Und aus dem Grunde kann es natürlich zu Vibrationen führen. Und um diese Vibrationen zu minimieren, hast du diese sogenannten Vibrationsschlitze mit dabei, die dazu beitragen, dass du einen sauberen, präzisen, geraden Schnitt hast. Und hier kann man ganz gut erkennen, das ist so eine typische XR Flexvolt Sägeblatt. Also gerade bei diesen Flexvolt 54 Volt Sägen ist dieses Sägeblatt das optimalste dafür. Hier sagen wir dann auch schon mal, schau mal, du kannst da mit diesem Sägeblatt kannst du und dem entsprechenden Akku kannst du 35 Meter zum Beispiel an Holz sägen, was wirklich gut ist. Aber wir haben ja auch 36 Zähne. Ja. Ja, das muss man natürlich beachten. Ja, du kannst das natürlich auch in unterschiedlichen Zahngeometrien bekommen. Also hier hätten wir das Ganze zum Beispiel mit 24 Zähnen und wir könnten das Ganze, ach, hier habe ich es auch noch mal mit 24 Zähnen. Ja, also ergo, so wie man es braucht, kauft man dann die entsprechende Anzahl von Zähnen. Ja. Wichtig bei all den Schnitten, die man macht, ist auch immer, dass du dein Sägeblatt immer an der Maschine so tief einstellst, dass nicht das ganze Blatt durchgeht, sondern wirklich nur, ich sage bewusst immer, ein Zahn unten rausguckt, weil dann nutzt du das Sägeblatt eigentlich optimal. Ja. Das heißt, jedes Sägeblatt oder jeder Sägezahn wird optimal genutzt, was im Fall, ich habe es zu tief reingestellt, nicht da ist. Das heißt, dann nutze ich das eine oder andere Sägezähnchen mehr ab. Ich habe kein optimales Schnittergebnis auf Dauer, deshalb sollte man die Zähne immer so ein Zahn außen überstehen lassen, wenn man durchschneidet, dann hat man ein optimales Sägeergebnis. Ganz wichtiger Tipp, weil viele sagen, ja, also wenn ich ganz, dann passt das doch, oder? Ja. Ist aber fürs Blatt nicht optimal, auch für das Ergebnis einfach nicht optimal. Ja, genau. Und Sicherheit auch noch. Ja. Okay. Es gibt noch so eine Sicherheitsfunktion, die wir bei unseren Sägeblättern haben. Das ist so eine Art Anti-Kickback. Also Anti-Kickback kann ich es gar nicht nennen. Das ist so eine Schutzfunktion, dass wenn diese Maschine wirklich mal rausschlagen sollte, habe ich hier hinten noch mal so einen Zacken mit dabei, der mir das Gefühl gibt, wenn ich schneide, wenn ich verkante, das schlägt nicht raus. Aber wir wollten ja auch jetzt Nägel mit durchjagen. Ja. Das ist jetzt Metallblatt. Ja, das könnte man mal versuchen, das stimmt schon. Nee, das ist natürlich ein Sägeblatt, was ebenfalls Holz sägen kann. Aber wenn du aus welchen Gründen auch immer Nägel oder was auch immer an Metall in diesem Holz versteckt hast, kann dieses Sägeblatt natürlich das auch noch schneiden. Also das ist von der Funktion her so, dass wir es Nail Tough nennen. Das heißt, sobald du mit den Zähnen irgendwo auf Metall triffst, bricht der Zahn nicht ab, nichts passiert, du kannst ganz normal weitersägen. Natürlich gibt es einmal das Geräusch Metall Ping, aber es funktioniert hervorragend. Man sieht aber, es ist halt wirklich auch anders geformt, anders gebaut, wahrscheinlich auch anders. Die Zahngeometrie ist leicht eine andere, damit das eben auch kann. Der Name ist ja hier oben auch Programm Elite, das eben dann nochmal eine Stufe oben drüber. Ja. Ist es so, dass das Schnittergebnis aber genauso gut wird wie mit dem anderen Blatt? Das wird genauso gut wie mit dem anderen Blatt. Und was wir natürlich auch haben, sind die unterschiedlichen Zahnungen. Also du kannst das Blatt natürlich auch mit 40 Zähnen bekommen, du kannst das Blatt natürlich auch mit mehr oder weniger Zähnen bekommen. Und was wir auch noch haben, in unterschiedlichen Größen, ganz genau. Genau, also das ist immer ganz wichtig. Das heißt, ihr braucht ja, wir hatten ja, glaube ich, das erste weiß ich nicht mehr genau, wir hatten 184. Das erste war 165. 165, 184, das letzte war 190. Genau. Ja, und das letzte, die Kapp- und Gehungssäge, sage ich schon. Die Eintauchsäge, die ist auch 165. Also da seht ihr könnt es genauso kaufen, wie ihr es braucht. Und jetzt hier aber nochmal ein Spezialblatt. Ja, das habe ich bewusst mitgebracht, weil es gibt ja auch viele, die nicht nur Holz sägen, sondern die sägen, ich sag mal, Trockenestrich-Elemente, was ja nichts anderes als Fasern sind. Und um dieses Faserzement zu schneiden, da wären diese anderen Sägeblätter überhaupt nicht für geeignet. Und du siehst schon, hier haben wir maximal 4 Zähne. Also es ist im Endeffekt ein 4-Zahnblatt. 1, 2, 3, 4. Ja, und dazwischen befindet sich eine Menge an Material, was da aufgesetzt wird. Und hier sieht man wieder den Diamanten. Das ist so ein kleines bisschen von der Ähnlichkeit her wie bei Winkelschleifern. Wenn du ein Metallblatt hast, die vorne nicht abrasiv sind, sondern auch Diamanten mit aufgesetzt haben, damit du permanent gut schneiden kannst. Das ist wirklich dafür, dass du Faserzement schneiden kannst. Deshalb sagen wir dazu, das ist ein Faserzementblatt. Und ja, gibt es auch in unterschiedlichen Durchmessern, weil das auch vorkommt, dass du sowas schneiden musst.
Und dafür sind die Maschinen natürlich genauso geeignet. Hier haben wir auch noch Laminat dargestellt. Weil viele denken, ja, Laminat ist halt auch nur Holz. Ja, aber es sieht aus wie Holz, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es ist ein Foto, mehr ist es ja nicht. Und du hast oben drauf eine bestimmte Melaminharzschicht. Und diese Melaminharzschicht kann natürlich beim Schnitt reißen und dann siehst du so weiße Risse, die da mit ein sind. Die möchte man natürlich nicht haben, vor allen Dingen, wenn man irgendwo im Sichtbereich Laminat legt und schneidet, der nicht mit einer Sockelleiste hinterher verkleidet wird. Dann ist dieses Sägeblatt natürlich auch noch mal gut, weil es einfach diese Rissbildung vermeidet, ähnlich wie bei Faserzement super durchgleitet. Ja, und dir einfach einen sauberen Schnitt gibt beim Laminatbodenbereich. Ich hatte gerade letztens einen Kommentar, der in einem ähnlichen Video, wo ich das schon mal gezeigt habe, hat gesagt, kann ich doch auch mein normales Blatt nehmen. Ja, also, weil der schneidet doch auch durch. Ja, einmal oder genau, vielleicht 5-mal. 5-mal, aber das Schnittergebnis wird immer schlechter. Genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann dreh ich es halt um. Ja, natürlich kannst du es umdrehen, aber wenn das Schnittergebnis wirklich top sein soll, und das passiert manchmal, dass Menschen sagen, ich möchte zum Beispiel von dem einen Übergang zum anderen Übergang keine Schiene legen, sondern ich möchte irgendwie einen Korkabschluss oder was auch immer haben, dann musst du sauber schneiden und dann bist du froh, wenn es ein Sägeblatt gibt, was dir genau diesen sauberen Schnitt liefert. Absolut. Und dass ein normales, vielleicht auch hier dein Eliteblatt, was du gekauft hast, dass es eben nicht so schnell abnutzt, ja, und dass es beim nächsten Mal beim Holz auch wieder gut funktioniert. Ja. So, das heißt also, wir haben jetzt rausbekommen, was ist die richtige Säge für dich. Wir wissen jetzt auch hoffentlich, was ist das richtige Sägeblatt für dich. Ich würde mich super freuen. Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, für welche Säge du dich jetzt entscheiden würdest und vielleicht auch in Kombination mit welchem Blatt. Und vielen Dank, Ralf, für die Infos. Ich fand es wieder sehr, sehr lehrreich. Und haut in die Tasten, wenn er wieder vorbeikommen soll. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.